Hallo miteinander, willkommen zurück zu Weisheiten zum Mitnehmen. Heute wage ich es, die These aufzustellen, Rassismus gibt es nicht. Ein gewagter Gedanke, nicht wahr? Ja, das weiß ich. Genau genommen eine provokante These, oder? Aber genau das will ich. Ich möchte tatsächlich provozieren, im Sinne von provocare, für das Sprechen. Lasst uns also gemeinsam die feinen Nuancen erkunden und die Geschichte hinter dem Begriff beleuchten. Bedenkt dabei stets, dass unsere Reise durch dieses komplexe Thema keine endgültigen Antworten liefern soll, sondern einen Raum für Reflexion und persönliche Gedanken öffnet. Dieses Video möchte nicht die absolute Wahrheit verkünden, sondern vielmehr dazu anregen, über diese kontroverse These nachzudenken. Provocare eben. Bevor wir uns in die Diskussion vertiefen, möchte ich klarstellen, dass ich weder ein studierter Historiker noch ein Sprachwissenschaftler bin. Meine Leidenschaft liegt leidenschaftlich in der Sprache, ihrer Herkunft und ihren Nuancen. Aus diesem Blickwinkel nähern wir uns heute dem Thema Rassismus. Fangen wir doch gleich mit der Entmystifizierung des Wortes Rassismus an und lösen seinen Zauber auf. Lüften wir den Schleier, der dieses Wortes umgibt. Woher kommt das Wort Rassismus und was bedeutet oder bedeutete es? Das Wort Rassismus ist zusammengesetzt aus dem Wort Rasse und der Endung Ismus. Ich möchte als allererstes mit der Endung Ismus beginnen. Die Endung Ismus wird häufig verwendet, um Ideologien oder Systeme von Überzeugungen zu bezeichnen. In diesem Sinne deutet Rassismus also auf eine Ideologie aus Griechisch, Ιδέα und Logos hin, die auf der Vorstellung basiert, dass es biologische Unterschiede zwischen Menschen gibt, die bestimmte Gruppen als überlegen oder minderwertig darstellen. Es ist wichtig zu betonen, dass Wörter mit der Endung Ismus, wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus, Semitismus, Atheismus, Nationalismus und viele weitere eine soziale Konstruktion sind, die nur auf Annahmen beruht. Manche Menschen sagen auch auf falschen Annahmen, was auch immer jetzt falsch meint. Die Endung Ismus betont also, dass es sich um eine systematische Überzeugung oder Ideologie handelt, die in den Köpfen und Vorstellungen von Menschen existiert. Okay, jetzt zur Etymologie von Rasse. Ursprünglich stammt es aus dem mittellateinischen ratia und wurde im 18. Jahrhundert ins Deutsche übernommen. Das Wort Ratia wiederum hat Verbindung zum altitalienischen razza, was Nachkommenschaft oder Abstammung bedeutete. Was genau meinte man jetzt damals mit Nachkommenschaft oder Abstammung? Die Bedeutung von Nachkommenschaft oder auch Abstammung im ursprünglichen Kontext von Rasse bezog sich auf die Idee von Gruppen oder Kategorien von Menschen, die auf gemeinsamen familiären oder geografischen Ursprüngen basieren. Es war also ursprünglich eine beschreibende Bezeichnung für verschiedene soziale Gruppen, die auf gemeinsamen Merkmalen wie Herkunft, Gebiet oder andere äußeren Merkmalen basierten. Und wann genau kam das mit dem Kontext zu Tieren auf? Die Verwendung des Begriffs Rasse im Kontext von Tieren ist älter als seine Anwendung auf Menschen. Bereits im 17. Jahrhundert wurde der Begriff Race im Englischen für Tiere wie Pferde oder Hunde verwendet, um verschiedene Zuchtlinien oder Arten zu beschreiben. Diese Verwendung setzte sich auch im 18. Jahrhundert fort. Okay. Bleiben wir noch etwas in der Antike. Was war genau die Motivation dieser Trennung?
Genau genommen ist die Frage, was war die Absicht dieser Unterscheidung in der antiken Zeit, wie Römer, Griechen? Nun, die antiken Gesellschaften neigten dazu, Menschen eher nach ethnischer Herkunft, Gebiet oder sozialen Klassen zu kategorisieren, als nach biologischen Merkmalen. In der antiken Zeit, insbesondere im alten Rom und Griechenland, war die Trennung von Menschen in verschiedene Gruppen nicht unbedingt durch den Begriff Rasse geprägt, wie wir ihn heute verstehen. Im antiken Griechenland gab es eine Betonung der Polis, Stadtstaat, als zentrales politisches und soziales Organisationsprinzip. Menschen wurden oft nach ihrer Zugehörigkeit zu einer Polis oder ihrer Herkunft aus verschiedenen Regionen unterschieden. In Rom war die soziale Ordnung oft durch Klassen und den Status als freie Bürger oder Sklaven geprägt. Die Motivation für solche Trennungen kann ich nur ahnen oder vermuten, denn sie waren vielfältig und hingen von politischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen ab. In vielen Fällen diente sie dazu, die Machtstrukturen und die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten. Es war jedoch nicht in dem Maße von biologischen Konzepten beeinflusst wie die späteren Rassentheorien. Das lässt sich vielleicht mit den unterschiedlichen Stadtstaaten im antiken Griechenland vergleichen. Athener, Makedonier, Spartiaten und viele weitere. Für meine deutschen Freunde könnte man es mit den unterschiedlichen Sippen wie Alemannen, Bajuwaren, Franken, Sachsen, Langobarden und so weiter vergleichen. Okay, aber was ist denn der Unterschied zum damaligen Gedanken der Sklaverei und der modernen Denotation von Rasse? Ist es dann nicht das Gleiche? Wie gesagt, der Gedanke der Sklaverei in der Antike war nicht auf biologische Unterschiede oder eine spezifische Rasse bezogen, wie es in der modernen Rassentheorie der Fall war. In der Antike war die Sklaverei eher eine soziale und rechtliche Kategorie, die auf der Eroberung von Menschen aus anderen Regionen, Klassenunterschieden oder der Niederlage in Kriegen beruhte. Die moderne Denotation von Rasse ist im Vergleich dazu stark von pseudowissenschaftlichen Konzepten beeinflusst, die im 18. und 19. Jahrhundert aufkamen. In dieser Zeit entstanden Ideen von angeblich festen und biologisch determinierten Unterschiede zwischen Menschen, die als Rassen kategorisiert wurden. Genau diese Ideen wurden dann verwendet, um soziale Hierarchien zu rechtfertigen, die oft mit Diskriminierung, Ungleichheit und eben Rassismus verbunden waren. Während also in der antiken Sklaverei auf sozialen und rechtlichen Kategorien basierte, wurden im Zeitalter der Rassentheorien biologische Konzepte falsch angewendet, um hierarchische Strukturen zu rechtfertigen. Es ist dennoch wichtig, zwischen diesen Kontexten zu unterscheiden, obwohl beide mit Ungerechtigkeit und Diskriminierung verbunden sind. Ganz losgelöst und laut gedacht und bitte nur hypothetisch. Ist die Sklaverei nicht trotzdem eine Art von Römer oder Griechen? Sind diesen Menschen weit überlegen? Was ja den Gedanken des Rassismus widerspiegelt, dass es sich um eine Ideologie handelt, die auf der Vorstellung basiert, dass bestimmte Rassen anderen überlegen oder Minderwertigkeit sein könnten. Genau genommen Menschen anderer Herkunft. Okay, hypothetisch betrachtet kann man tatsächlich Parallelen zwischen der antiken Sklaverei und späteren rassistischen Ideologien ziehen, wenn bestimmte Aspekte isoliert betrachtet werden. In beiden Fällen gibt es eine Einteilung von Menschen, basierend auf unterschiedlichen Merkmalen wie Herkunft, Ethnie oder sozialem Status. Diese Einteilung diente tatsächlich dazu, bestimmte Gruppen als überlegen oder Minderwertigkeit darzustellen und Ungleichheit zu rechtfertigen.
Gibt es sowas wie eine Historie zum Begriff Rasse, wie er sich über die Jahre hinweg verändert hat? Hier sind ein paar Abrisse über die Jahre. Ursprung 18. Jahrhundert. Ursprünglich stammt es, wie bereits oben erwähnt, aus dem mittellateinischen Ratia und wurde im 18. Jahrhundert ins Deutsche übernommen. Das Wort Ratia wiederum hat Verbindung zum altitalienischen razza, was Nachkommenschaft und Abstammung bedeutete. Aufklärung 17. und 18. Jahrhundert. In der Zeit der Aufklärung gewann die Idee von Kategorien und Klassifikation in Wissenschaft und Philosophie an Bedeutung. Dies beeinflusste die Anwendung des Begriffs Rasse auf verschiedene menschliche Gruppen. Carl von Linné, 18. Jahrhundert. Der schwedische Naturforscher Carl von Linné trug zur Entwicklung von Klassifikationssystemen bei, in denen er verschiedene menschliche Gruppen auf der Grundlage physischer Merkmale kategorisierte. Biologische Konnotation, 18. Jahrhundert. Im Laufe des 18. Jahrhunderts bekam der Begriff eine biologische Konnotation und wurde mit Unterschieden zwischen Menschengruppen in Verbindung gebracht. Rassentheorien, 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert entstanden verschiedene rassistische Theorien, die den Begriff Rasse dazu benutzten, Menschen in Hierarchien zu ordnen. Dies hatte weitreichende Auswirkungen auf die wissenschaftliche und soziale Sichtweise auf menschliche Vielfalt. Rassenideologie, 19. und 20. Jahrhundert. Der Begriff wurde im Kontext der Rassenideologie missbraucht, was zu Rassismus und Diskriminierung führte. Hier wurde er als Grundlage von unangemessenen Kategorisierungen von Menschen verwendet. Sozialdarwinismus. Im späten 19. Jahrhundert wurde der Begriff Rasse auch im Kontext des Sozialdarwinismus verwendet, um die Idee von Überlegenheit und Unterlegenheit von verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu rechtfertigen. Moderne Sichtweise. Heute. In der heutigen Zeit wird der Begriff von vielen Wissenschaftlern als ungeeignet für die Klassifizierung von Menschen angesehen. Stattdessen wird die genetische Vielfalt innerhalb der Menschheit betont. Diese Entwicklungen trugen dazu bei, dass der Begriff Rasse in der Folgezeit mit Vorurteilen, Diskriminierung und Rassismus verbunden wurde. Die Rassenideologie wurde oft politisch missbraucht, um Machtstrukturen zu stützen oder zu rechtfertigen. Heutzutage wissen wir es besser und betonen die Einheit der Menschheit. Die Idee einer Rassenideologie beruht auf falschen Annahmen und einer vereinfachten Sichtweise. In meinem Video geht es ja um die Frage, ob Rassismus existiert, und deswegen möchte ich auch auf Ansätze wie Phrenologie und Kraniologie hinweisen. Diese Ansätze gelten heute als pseudowissenschaftlich. Die Ideologie, die Idee also, dass man durch die Untersuchung von Schädelmerkmalen oder Kopfform auf intellektuelle oder charakterliche Eigenschaften schließen kann, wurde im Kontext von rassistischen Theorien missbraucht. In der modernen Wissenschaft werden solche Konzepte als unwissenschaftlich und ethisch problematisch betrachtet. Rassenideologie, ist das nicht genau der Knackpunkt? Ich frage mich nämlich, wie man so eine These rechtfertigt, wenn es doch genau genommen angeblich nur eine Rasse Mensch gibt. Und die Rechtfertigung solcher Ideologien beruht leider oft auf falsch verstandenen oder aber auch absichtlich verzerrten wissenschaftlichen Konzepten, um Vorurteile und Diskriminierung zu legitimieren. Die Wissenschaft hat eindeutig gezeigt, dass es biologisch nur eine Rasse, die menschliche Rasse, gibt. Die Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen sind in erster Linie kultureller, sozialer und genetischer Natur, aber keineswegs so tiefgreifend, um von verschiedenen Rassen zu sprechen. Wie eindeutig hat die Wissenschaft das bewiesen? Kann man das überhaupt beweisen?
Das Human Genome Project, eine internationale Forschungsanstrengung, hat ergeben, dass genetische Vielfalt innerhalb der menschlichen Bevölkerung hauptsächlich auf geografische Verteilung und Migration zurückzuführen ist, nicht auf feste biologische Kategorien von Rassen. Mit anderen Worten, es gibt keine genetischen Marker, die eine klare Unterscheidung zwischen verschiedenen Rassen ermöglichen. Wird das unter allen Wissenschaftlern als eindeutig bewiesen anerkannt? Die Aussage, dass es biologisch nur eine Rasse gibt, wird von vielen Wissenschaftlern unterstützt, ja, und ist Teil des wissenschaftlichen Konsenses. Die Konzeption von Rassen als biologisch signifikante Kategorien bei Menschen wird jedoch weiterhin abgelehnt. Jetzt ist es ja so, dass sich die Wissenschaft ständig weiterentwickelt und es gibt möglicherweise verschiedene Perspektiven innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Dennoch ist der wissenschaftliche Konsens darauf ausgerichtet, zu betonen, dass genetische Unterschiede zwischen Menschenrassen minimal sind und die Idee von Rassen mehr, nochmal, sozialen als biologischen Ursprungs ist. Würde das aber nicht heißen, dass das moderne Wort Rasse nichts mehr mit seiner Herkunft aus dem mittellateinischen Race gemeinsam hat, was ja Nachkommenschaft oder Abstammung bedeutete? Absolut, genauso ist es. Das moderne Verständnis des Begriffs Rasse hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und unterscheidet sich erheblich von seinem ursprünglichen Gebrauch. Im Laufe der Geschichte wurde der Begriff in einem sozialen Kontext umgewandelt, insbesondere während der Periode des Rassismus und Kolonialismus. Die Idee, dass Menschen in verschiedenen Rassen unterteilt werden können, wurde zur Rechtfertigung sozialer Hierarchien und Diskriminierung verwendet. Ihr erinnert euch, Ismus, Ideologie, Idea, Idee oder ein systematisches Denken. Es zeigt sich also, dass die moderne Verwendung des Begriffs Rasse oft nicht mehr den Ursprung im Lateinischen widerspiegelt, sondern eher auf sozialen und weltgeschichtlichen Konzepten basiert. Irritiert ich bin, wie nennt man heute dann Abstammung oder Nachkommenschaft? Heute verwenden wir oft Begriffe wie ethnische Zugehörigkeit, kulturelle Herkunft oder einfach Herkunft, um über die Vielfalt menschlicher Gemeinschaften und ihre Wurzeln zu sprechen. Was unterscheidet ethnische Zugehörigkeit von Rasse? Okay, kleiner Exkurs zum Begriff Ethnie. Ethnie stammt vom griechischen Wort Ethnos ab, was so viel wie Volk oder Nation bedeutet. Die Etymologie zeigt, dass es mehr mit der Idee einer gemeinsamen Herkunft, Kultur oder Sprache verbunden ist. Exkursion Ende. Und was meint man dann mit ethnische Zugehörigkeit? Ist das nicht doppelt gemoppelt? Hier ein Beispiel mit dem Versuch, das genauer zu erklären. Schauen wir uns die alten Griechen an, speziell die Athener und Spartiaten. Beide Gruppen waren Teil der griechischen Gesellschaft, aber sie hatten unterschiedliche kulturelle Merkmale und Identitäten. Die Athener waren bekannt für ihre demokratische Regierungsform, ihre Kunst, Philosophie und Handel. Wenn wir von der ethnischen Zugehörigkeit der Athener sprechen würden, könnten wir uns auf diese spezifischen Merkmale beziehen, die ihre kulturelle Identität ausmachten. Die Spartiaten hingegen waren eher auf militärische Disziplin und Sparsamkeit ausgerichtet. Wenn wir von ihrer ethnischen Zugehörigkeit sprechen, würden wir auf ihre gemeinsamen kulturellen Merkmale hinweisen, die ihre Gruppe definierten. In diesem Kontext könnten wir also Ethnie verwenden,
um die allgemeine kulturelle Gruppe zu beschreiben und ethnische Zugehörigkeit, um spezifischer auf die kulturellen Eigenschaften einer Person oder Gruppe einzugehen. Ethnie definiert also eine Gruppe von gemeinsamen Merkmalen, die auf kulturellen Aspekte wie Sprache, Tradition, Herkunft und weiteres basieren. Die ethnische Zugehörigkeit bezieht sich dann spezifisch darauf, dass jemand zu dieser identifizierten Gruppe gehört und diese gemeinsamen Merkmale verteilt. Im Gegensatz dazu ist der Begriff Rasse historisch belastet und basiert auf überholten biologischen Annahmen über unterschiedliche Menschengruppen, der heute von der Wissenschaft als nicht haltbar betrachtet wird. Einspruch, oh ja, historisch bedeutet jetzt was genau? Wann genau hört Historie auf? Denn die Etymologie des Wortes Rasse, was ja auch Historie ist, bedeutet Abstammung, Zugehörigkeit, kulturelle Abstammung und so weiter. Okay, kleiner Exkurs zum Begriff Historie. Lasst uns also die Etymologie des Wortes Historie anschauen. Diese geht zurück auf das griechische Historia, was so viel bedeutet wie Wissen durch Untersuchung oder Forschung. Im Laufe der Zeit wurde der Begriff jedoch erweitert und umfasst nun im Allgemeinen die schriftliche Aufzeichnung von Ereignissen und Entwicklungen. Exkurs Ende. Wenn wir also von historisch belastet sprechen, beziehen wir uns auf die Verbindung eines Begriffs mit bestimmten negativen oder problematischen Ereignissen in der Vergangenheit. Der Begriff Rasse hat im Kontext der Rassenideologie und rassistischer Theorien im 19. und 20. Jahrhundert eine besonders negative Konnotation entwickelt. Wenn du also sagst, dass historisch auch Abstammung, Zugehörigkeit, kulturelle Abstammung bedeutet, stimme ich dir zu, dass diese Aspekte historisch betrachtet Teil des Konzeptes sind. Nochmal, der Haken hier sind jedoch: Der Begriff Rasse wurde im Laufe der Zeit mit falschen Ideologien verknüpft, die zu Diskriminierung oder Ungerechtigkeiten geführt haben. Daher historische Belastung. Aber wir haben uns doch weiter oben darauf verständigt, dass der Begriff Rasse, Razzia, in Bezug auf Sklaverei auch rassistisch belegt werden kann. Also war ja die Belastung bereits damals schon vorhanden. Wie hat sie sich noch mehr belasten können? Verstehe ich nicht. Okay, tatsächlich ist diese Belastung des Begriffs Rasse nicht erst im 19. Jahrhundert entstanden, sondern hat bereits tiefe Wurzeln. Der Zusammenhang mit Razzia und Sklaverei deutet darauf hin, dass die Konnotation des Begriffs bereits in der Vergangenheit mit rassistischen Handlungen verknüpft waren oder tatsächlich verknüpft werden könnten. Soweit, so gut. Vielleicht sollte man hier dennoch betonen, dass diese Entwicklung nicht zwangsläufig mit dem Ursprung des Wortes selbst verknüpft ist, sondern mit den unterschiedlichen Kontexten und Interpretationen, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Die negative Belastung oder meinetwegen auch die Konnotation, die auf dem Begriff Rasse lastet, hat sich im Laufe der Geschichte entwickelt. Diese Entwicklung ist durch verschiedene Ereignisse, Ideologien und Interpretationen beeinflusst worden. Daher hat der Begriff Rasse heute aufgrund dieser belastenden Geschichte eine negative und problematische Konnotation. Es ist wichtig, sich dieser Entwicklung bewusst zu sein, um besser zu verstehen, warum der Begriff heute so kontrovers ist. Zusammengefasst könnte man also sagen, das Wort Rasse wurde belastender. Das war also der erste Teil von Rasse im Wandel. Wir haben gemeinsam die Etymologie des Begriffs erkundet, von seinen Ursprüngen im Lateinischen bis zu seiner belasteten Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Dabei haben wir die soziale Konstruktion von Ismus und die geschichtliche Verbindung zu
Razzia und Sklaverei betrachtet. Wir haben auch festgestellt, dass die moderne Wissenschaft die Idee von biologisch festen Rassen ablehnt und stattdessen die genetische Vielfalt der menschlichen Bevölkerung betont. Doch die Frage bleibt, warum finden wir den Begriff Rasse noch im Grundgesetz? Rasse im Wandel ist nicht nur eine Reise durch Etymologie, sondern auch eine kritische Reflexion über gesellschaftliche Entwicklungen und die Macht der Worte. Und so lade ich euch ein, in meinem nächsten Video dabei zu sein, wenn wir uns fragen, hat die Verwendung des Begriffs Rasse im Grundgesetz eine tiefere Bedeutung? Oder ist es endlich an der Zeit, diesen Begriff zu überdenken? So lasst uns gemeinsam weiter in die Welt der Worte eintauchen und herausfinden, was uns die Sprache über uns selbst verrät. Bis dahin, bleibt gespannt und denkt weiter. Rasse im Wandel geht weiter. In diesem Sinne. Worte können Fenster sein oder Mauern. Dieses Zitat von Marshall B. Rosenberg betont die mächtige Wirkung von Sprache auf zwischenmenschliche Beziehungen. Überlegungen. Erstens. Verständnis fördern. Das Zitat betont die doppelte Natur von Worten. Im Kontext von Rasse könnte es bedeuten, dass die Art und Weise, wie wir über Rasse sprechen, entweder zur Verständigung und Offenheit führen kann oder Barrieren und Missverständnisse schaffen kann. Zweitens. Bewusstsein für den Einfluss von Sprache. Bei der Diskussion über Rasse ist es wichtig zu erkennen, wie Worte historisch belastet sind und wie sie bestimmte Vorstellungen und Stereotypen verstärken können. Ein bewusster Umgang mit Sprache kann dazu beitragen, rassistische Denkmuster zu hinterfragen und zu verändern. Drittens. Dialog fördern. Das Zitat betont die Rolle von Worten im Aufbau von Verbindungen oder Trennungen. Im Kontext von Rassendiskussionen könnte dies die Bedeutung eines offenen und respektvollen Dialogs unterstreichen, der darauf abzielt, Verständnis zu fördern und Mauern der Ignoranz oder Vorurteile abzubauen. Viertens. Verantwortung für die Sprache übernehmen. Die Worte, die wir wählen, können dazu beitragen, eine inklusive oder ausschließende Umgebung zu schaffen. Im Kontext von Rasse im Wandel könnte dies dazu ermutigen, eine bewusste Sprache zu verwenden, die Vielfalt anerkennt und stereotype Denkmuster herausfordert. Fünftens. Transformation durch Kommunikation. Das Zitat legt nahe, dass Worte nicht statisch sind. Sie können Veränderung und Entwicklung ermöglichen. In Bezug auf Rasse könne dies auf die transformative Kraft der Kommunikation hindeuten, die dazu beitragen kann, gesellschaftliche Einstellungen und Strukturen zu verändern. Insgesamt unterstreicht das Zitat von Marshall B. Rosenberg die enorme Bedeutung von Sprache bei der Gestaltung unserer Wahrnehmung der Welt und unserer zwischenmenschlichen Beziehungen, einschließlich unserer Auseinandersetzung mit Themen wie Rasse. In diesem Sinne, die Sprache ist die Kleidung der Gedanken. Überlegung. Dieses Zitat von Samuel Johnson bringt die enge Verbindung zwischen Sprache und Denken zum Ausdruck. Es könnte dazu dienen, die Bedeutung von Sprache bei der Formung unserer Wahrnehmungen und Denkmuster zu unterstreichen. In Bezug auf das Thema Rasse im Wandel könnte es betonen, wie die Art und Weise, wie wir über Rasse sprechen, einen direkten Einfluss darauf hat, wie wir Rassenthemen verstehen und interpretieren. Sage ich doch, Rassismus gibt es nicht. Mutig, gell? Nun, mutig ist, wenn man Durchfall hat und trotzdem furzt. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen. Euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.